Moin Moin, da ist er schon wieder, der Neo. So, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal ein kurzes Video nochmal zum Thema Arena und gucken uns da einfach nochmal so ein paar verschiedene Taktiken an, mit denen man in so einen Kampf reingehen kann. Hier sieht man schon mal so eine Grundangriffstaktik, die eigentlich auch in der Defense ganz gut funktioniert sogar. Ja, wobei man sagen muss, meine beiden Hauptattacker hier, der Julian und der Lucian, die sind halt schon recht gut gemacht. Dann habe ich den Tywin als Anführer drin für die Geschwindigkeit und die Megan hier hauptsächlich wegen diesem Buff von ihr. Erhöht die Angriffsleiste aller Verbündeten um 20% und erhöht Angriffskraft und Verteidigung 2 Runden lang. Das ist eine gute Geschichte, wenn die gut auf Speed gemacht ist. Man sieht, die hat 183 Tempo. Ist jetzt nicht so schlecht. Zwar noch verbesserungswürdig, aber nicht schlecht. Damit ist sie eigentlich im unteren bis mittleren Bereich der Arena eigentlich auch immer zusammen mit dem Speedleader zumindest immer als erstes dran. Also wir machen als erstes ihren Buff. Man sieht, die Attack-Leiste von den anderen ist voll, plus die Angriffs- und Verteidigungsstärkung von ihr. Ja, der Tywin hat jetzt nur 2 gestunt, ist jetzt aber nicht so schlimm bei dem Gegner. Ja, zweimal ein Angriff drauf und 6 sind sie. Das wäre jetzt also Taktik Nummer 1, um das mal zu verdeutlichen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal eine Chloe, da könnte man mal eine ganz andere Taktik angehen auch. Bietet sich ja auch an, die haben alle hier Feuer und Wind, ist da gemischt nur. Also gehe ich da einfach mal mit jemandem rein hier, der die Crit-Rate erhöht. Bietet sich ja hier an, sowieso mit Feuer reinzugehen, also nehme ich mal Rika mit der Crit-Rate-Erhöhung. Dann die Kali, die frisch gemachte, die ordentlichen Einzelschaden machen kann. Dann nehmen wir uns auch mal eine Chloe mit, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, hier die anderen auch wirklich kaputt zu machen. So, und jetzt könnte man überlegen, wen man noch mitnimmt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt zum Beispiel hier die Bella mit, um einfach mal das Schild von einem der Gegner wegzunehmen. In dem Fall haben die jetzt alle nicht so wahnsinnig viel Schaden, sind ja alles auch nur 5-Sterne-Viecher. Da ist es wahrscheinlich nicht unbedingt nötig, die Bella mitzunehmen, auch mit dem zusätzlichen Heal. Wir könnten ja jetzt auch mal den Sieg mitnehmen noch. Ja, das ist auch interessant zu wissen. So, wir nehmen den einfach mal mit, den Sieg. Nachteil an dieser Kombi ist natürlich, wir können erst dann richtig angreifen, wenn das Schild vom Gegner weg ist. So, seltsamerweise seine Chloe nicht so wahnsinnig schnell. Wir dürfen tatsächlich angreifen, bevor die Chloe ihr Schild macht. Was auch sehr selten ist. Und dann macht sie nicht mal ihr Schild, auch nicht schlecht. So, und jetzt könnten wir eigentlich schon hier tektonischer Schub auf einen von denen machen. Welchen sollen wir uns mal aussuchen? Ich würde sagen, aufgrund der Nervigkeit machen wir erstmal die Shazun hier weg. Zack, 23.600. Hatten wir ja schon in einem der letzten Videos, dass der also deutlich ordentlich Schaden macht hier, die Kali. Ja, was jetzt natürlich wahrscheinlich passieren wird, ist, dass der... Richtig, da ist es. Jetzt hat der Bär ein Schild bekommen. Und ist unter 50%, das heißt, er macht mit seinem nächsten Angriff jetzt 100%ig einen sauberen Schuss. Und wird einen von unseren Leuten hier ins Nirvana befördern wahrscheinlich. Die ist jetzt sogar so langsam, dass ich hier tatsächlich alle Buffs in der Zwischenzeit vertrödeln muss. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Ja, dann gehen wir mal kurz auf die Chloe hier. Gegen 35er Viecher ist natürlich jetzt auch keine große Kunst zu gewinnen. Aber ist halt nur, um mal die verschiedenen Taktiken noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. So, wir hätten vorhin mit tektonischem Schub natürlich auch als erstes sofort den Bär weghauen können, den Ramagos. Hätte genauso gut funktioniert. Ja, hier funktioniert es mehr oder weniger auch ganz gut.
Da kann man eigentlich mal ganz gut dran zeigen, ist jetzt zwar nicht optimal bei dieser Geschichte hier, weil da ist ja ein 40er Wasser-Samurai mit drin beim Gegner. Aber da kann man eigentlich mal schön nochmal sehen, wie dieser tektonische Schub eigentlich funktioniert. Gerade waren wir bei, ich weiß nicht, ich glaube 23.000 Crit-Schaden mit tektonischem Schub. Auf ein Windmonster wohlgemerkt. Und jetzt machen wir den tektonischen Schub mal auf den Wassersamurai und sehen uns mal an, was passiert. Oh, hat er nicht gekrittet. Das ist natürlich Mist. Wenn er keinen kritischen Treffer schafft, dann ist natürlich Mist. Natürlich ein Unding, ne? Er hat jetzt 100% Crit plus Crit-Buff vom Sieg und tatsächlich nicht gekrittet. Also in solchen Momenten fragt man sich natürlich, was sie sich bei dem Spiel hier gedacht haben. Wie das möglich sein soll. Wie man mit 100% Crit-Rate immer noch nicht kritten kann. Jetzt haben wir natürlich ein großes Problem, na wohl noch nicht ganz so großes Problem zum Glück. So, wir hauen den mal ein bisschen hier, in der Hoffnung, dass der Bär noch keinen sauberen Schuss macht, hat er auch nicht. So, und jetzt können wir eigentlich in Ruhe hier den Bär weghauen. Weil die Bären natürlich in der Regel auch nicht gerade schnell sind. Ja, den kann man also entspannt weghauen, bevor er wieder dran ist und dann seinen sauberen Schuss hätte machen können. So, das war jetzt also mal so eine Taktik hier. Und dann gibt es natürlich noch zwar eine ähnliche, aber trotzdem noch mal ein bisschen abgewandte Taktik, die auch eigentlich ganz gut funktioniert. Habe ich auch lange Zeit genutzt. Wieder die Weaker mit der kritischen Rate Leader-Funktion. Die Chloe, damit wir erstmal nicht so viel auf die Mütze kriegen hier. Mein Sensenmann, der viele DOTs draufhaut und die Heilung der Gegner stören kann. Und den nehmen wir dann mal noch mit, um das nochmal zu zeigen. Wir könnten ja nochmal den Baretta mitnehmen. Die haben nämlich jetzt hier in der Kombination beim Gegner ist ja jetzt kein Veromos drin, also kein dunkler Ifrit, der jetzt in irgendeiner Art und Weise die DOTs oder die roten Kreuze, die gleich früher oder später auf dem Kopf haben, wegziehen würde mit seiner passiven Fertigkeit. Also können wir hier wunderbar mit DOTs, mit Betäubern und arbeiten. Ja, sein Baretta kann natürlich schön da den Vogel fliegen lassen, wie er lustig ist, wenn wir immun sind. Ja, dann hauen wir mal die nächsten DOTs drauf. Ja, sieht man schön, jetzt haben die alle schön dieses rote Kreuz oben drauf, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass die jetzt nicht geheilt werden können. So, dann machen wir mal hier, zack, die Angriffsleiste vom Baretta weg, damit der nicht zu oft dran ist hier. Dann machen wir mal den weg. Man sieht jetzt habe ich mich eigentlich gar nicht auf irgendein exaktes Vieh gestürzt hier, sondern ich mache die einfach alle gleichmäßig so ein bisschen runter hier. Und den Rest erledigen die DOTs. So einfach ist das Spielchen, ne? Zack. Ihr habt schön gesehen, alle drei Viecher vom Gegner nacheinander an den DOTs krepiert, einfach nur weil sie dran gekommen sind. Natürlich auch eine schöne Taktik. So, das sind eigentlich soweit die 3 Taktiken, die sich für mich am sinnvollsten herausgestellt haben. Beziehungsweise hinzu kommt natürlich noch hier meine Taktik, die ich aber allerdings auch schon gezeigt hatte. Nämlich den Bernhard mit viel Tempo als Leader rein. Ein Sieg zum Buffen. Und 2 Viecher, die ordentlich Schaden machen. Ne? Also entweder hier Double Lucian oder einmal Lucian und den Julien oder was auch immer. Ne, hier bietet sich das auch wieder an, ist nur ein Feuervieh drin, das interessiert uns jetzt gerade überhaupt nicht. Da sollten wir auf jeden Fall zuerst dran sein gegen die Mannschaft. Würde mich doch sehr wundern, ne? Jetzt können wir buffen. Wir buffen. Erster Angriff. Zweiter Angriff.
Und man sieht, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren hier. Ne? Der Inugami von Inugami, der ist zwar auch gut, kann auch ganz schön Schaden raushauen. Aber nachdem die so in der Unterzahl sind, haben sie da natürlich schlechte Karten. Mal einen Schildfächer drauf machen hier, damit das schneller geht. Und weg ist sie gleich. Zack, da ist sie weg. So, das ist natürlich eigentlich die schönste Taktik in der Arena, weil sie ganz einfach am schnellsten geht. Und auch gegen manche Arena-Verteidigungen funktioniert, die man sonst absolut nicht schaffen würde, wenn sie denn mal drankommen. So, das sind eigentlich die verschiedenen Taktiken, die man in der Arena meiner Erfahrung nach in der Offensive gut fahren kann. Welche Viecher man da jetzt exakt reinnimmt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber vom Grundansatz eben entweder schnell und viel Schaden oder eine Chloe zum Schützen, dann ganz gemütlich mit TOTs arbeiten und mit der Heilstörung. Dann eben die Möglichkeit noch eine Chloe zu nehmen und andere Viecher mitzunehmen, die ordentlich Schaden machen, aber nicht viel einstecken können. Ne? Das stört ja dann auch nicht so gewaltig, wenn die Chloe eine Runde Schutz gibt. Jo. Und dann eben noch eine abgewendete Form, die wir als erstes hatten, von einem Angriffs-Speed-Team. Die Möglichkeiten gibt es also im Großen und Ganzen. Gibt natürlich mit Sicherheit noch einige mehr, aber das sind so, die man eigentlich sehr gut, sehr einfach mit Viechern erreichen kann, die jetzt nicht irgendwie natürliche 5-Sterne-Viecher sind oder irgendwelche super Sonderskills haben, sondern da tun es ganz normale Monster. Na gut, ich hoffe, das hat dir da ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.